Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine kleine Tasche Klatsch häkelt. So sieht das innen aus, diese Seiten. Die Abmessungen für diese Tasche sind in der Breite 24 cm, in die Höhe ist 16 cm. Wer mag keine Kette, kann auch einen Gurt befestigen oder auch eine Acrylkette. Das sieht auch super aus. All das findet ihr in unserem Shop. Link dazu steht unten in der Beschreibung. Diese Tasche habe ich aus Raffia-Garn gehäkelt. Manche sagen auf diese Garn auch Bastgarn oder Papiergarn. Die besteht aus 100% Viskose-Zellulose. Lauflinie ist 200 Meter und so eine Knäuel wiegt 100 bis 120 Gramm. Diese Farbe heißt helle Pistazie. Gehäkelt habe ich diese Tasche mit Häkelnadel 3,5. Außerdem braucht man Maschenmarkierer, was zum Messen und die Schere. Und fangen wir an. Als erstes häkelt man 4 Luftmaschen. Eine Knote bilden. Eins, 2, 3, 4. So, schauen Sie, drehen Sie so rum und hier diese Stellen hier, einzelne Faden werden wir häkeln. In die erste häkelt man eine feste Masche. In die zweite häkelt man eine feste Masche. Und in die letzte, hier diese Stelle, häkelt man 3 Stück in eine Stelle. Jetzt häkeln wir zurück, diese Richtung. Hier, schauen Sie, unter die 2 Faden. Diese Endstück hier reinlegen, werden wir zusammen häkeln. Eine feste Masche. Und hier noch eine letzte. Hier. Eine Luftmasche zur Steigerung und dreht man rum. So, jetzt häkeln wir 2 einzelne Maschen und dann in die dritte, vierte und fünfte häkelt man doppelte. Also zählen Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maschen. Erste, zweite, dritte wird verdoppelt, 2 Stück an einer Stelle. Vierte wird verdoppelt und die fünfte auch. Und bis zu Ende 2 einzelne. Eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum. Reihe Nummer 3. 2 einzelne Maschen. Dann nächste wird verdoppelt. Dann einzelne. Nächste wird verdoppelt. Wieder einzelne.
und die letzte Verdoppelung. Und bis zu Ende 3 einzelne Festmaschen. Eine Luftmasche zur Steigerung und dreht man rum. Reihe Nummer 4, ebenfalls zusammen 3 einzelne am Anfang. Die nächste zusammen, 2 Stück in einer Stelle. Dann 2 einzelne. In die nächste wieder zusammen. Zwei einzelne und die letzte zusammen. Und bis zu Ende 3 einzelne. Am Ende 2 Luftmaschen und drehen wir um. Reihe Nummer 5. Wir haben 2 Luftmaschen gemacht. Jetzt machen wir noch eine Luftmasche und werden häkeln jetzt in diese Stelle. Garn drauflegen, in diese Stelle reingehen, rausziehen. Große, lange Masche rausziehen. Wieder drauflegen, rein, wieder ziehen und dritte Mal drauflegen und rein. Und jetzt diese alle Stücke, wie viele Stück da? Ich zähle nach 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf einmal häkeln. Und jetzt Rest diese 2. Eine Luftmasche. Dann nächste genau dasselbe. Drauflegen, rein, rausziehen. Drauflegen, 2, 3. Die alle abhäkeln, dann die 2. Eine Luftmasche. Und so man häkelt insgesamt 14 Stück. So welche werden sein? Ihr geht in jede Masche rein. 1, 2 und 3. Erstmal die abhäkeln, dann die 2. Eine Luftmasche nicht vergessen. Und so häkelt er weiter bis zur vorletzte. Die letzte wird eine Stäbchen sein. Am Ende, nach der Nummer 14, eine Luftmasche und hier ein Stäbchen. So sieht das jetzt gleich aus. Eine Luftmasche zur Steigerung dreht man rum. In dieser Reihe häkelt man jede Masche einzeln. Das heißt, man kommt direkt in die Öffnung. Hier häkelt erste Masche. Dann geht man in diese Stelle hier unter die 2 Faden. Nächste Masche. Dann wieder in Öffnung. Und dann hier unter die 2 Faden. Und so häkelt man bis zu Ende jede einzelne Masche.
Ich habe noch 2 Maschen hier zu häkeln. Diese war in Öffnung. Dann nächste kommt hier unter die 2 Faden. Und die allerletzte Masche häkelt man hier. Schauen Sie, 1, 2, 3. 3 Luftmaschen waren hier. In dieser Stelle in die dritte Luftmasche. Und es wird insgesamt in dieser Reihe 29 Maschen sein. Eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum. Und in dieser Reihe wird auch nur mit Festmaschen gehäkelt. Ausnahme, es wird am Anfang und am Ende eine Zunahme sein. Also das heißt, erst und die letzte Masche werden wir verdoppeln. Und am Ende wird dann 31 Maschen insgesamt. So, die erste verdoppeln wir. Dann jede einzelne häkelt man bis zu Ende. Noch 2 Maschen in die letzte Masche Zunahme. Eine Luftmasche zur Steigerung. Und in dieser Reihe werden wir auch jede einzelne Masche häkeln und auch zweimal Zunahme machen. Allerdings diesmal Zunahme werden hier stattfinden. Es ist egal, es muss nicht gleiche Maschenanzahl hier sein. Einfach orientieren Sie sich irgendwo hier an dieser Stelle. Maschenmarkierer benutzen und hier. Und an dieser Stelle verdoppeln. Alle anderen Maschen sind einzelne. Am Ende sollte es insgesamt 33 Maschen sein. 4 Luftmaschen zur Steigerung. Drehen rum. In dieser Reihe wird Stäbchen mit Luftmaschen abwechseln. Hier, das imitiert erste Stäbchen und eine Luftmasche haben wir schon gehäkelt hier. Dann wird hier eine übersprungen und in die nächste häkelt man ein Stäbchen rein. Zwei Luftmaschen. Dann wird unten eine übersprungen, in die nächste ein Stäbchen. Und da entstehen so welche Öffnungen. 2 Luftmaschen nach jedem Stäbchen nicht vergessen. Wieder eine überspringen und hier ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und so weiter häkelt ihr bis zu Ende. Hier am Ende habe ich 2 Maschen noch, eine überspringen und in die letzte ein Stäbchen häkeln. Sie können nachzählen, es soll 16 Öffnungen sein. Eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum. Jetzt wird es ganz leicht. In jede Öffnung häkelt man 3 feste Maschen. Direkt hier anfangen. Und so weiter. In jede Öffnung 3 feste Maschen. Bis zu Ende. Am Ende eine Luftmasche zur Steigerung umdrehen. In dieser Reihe werden jede einzelne Masche mit Festmasche gehäkelt. Einfach alle durchgehen mit Festmaschen.
Am Ende eine Luftmasche zur Steigerung und dreht man rum. Und alle letzte Reihe häkelt man genau wie vorherige Reihe, einfach alles mit Festmaschen umhäkeln. Deckel ist fertig. Weiter werden wir von dieser Stelle nach oben häkeln. Hier mittlere ein Stück Knoten machen und verstecken. Hier in dieser ersten Reihe werden 29 Maschen sein. Suchen Sie es alle erste Reihe. Die Maschen stehen gegenüber. Hier und da. Bei der ersten Reihe oben ist eine Luftmasche. Also es war eine Wendeluftmasche. Die markiere ich. Von dieser Masche in diese Richtung werden 14 Festmaschen sein und in diese Richtung auch 14 Festmaschen. Jede einzelne Reihe, welche mit Festmaschen gehäkelt war, hier und hier 3 Reihen, ja, und hier 4. Also hier waren 4 Reihen, hier 3 und hier 3. Zu jeder Reihe gehört eine Masche oben. Das heißt, man häkelt hier 1, 2, 3, dann in diese Öffnung 2 Maschen, dann wieder 3 einzelne, 1, 2, 3, in diese Öffnung 2 und hier 4 Stück, weil es war 4 Reihen, 1, 2, 3, 4, dann ist schon Mitte. Die häkeln wir auch. Und in die Seite genau dasselbe. 4, 2, 3, 2, 3. So, und jetzt häkeln wir. Allererste Masche muss hier in dieser Stelle sein, in alle letzte Reihe. Also, wir machen eine Luftmasche und imitieren das allererste. So, dann geht's hier. Masche Nummer 2, Masche Nummer 3. Schauen Sie oben. Hier 1, 2, 3 und dann geht schon auf die Seite. Versuchen Sie es nicht zu fest zu häkeln, damit das nicht alles zusammenzieht. In Öffnung 2 hier 3 einzelne. Unter die 2 Faden oder unter die 3 Faden. Schauen Sie, wo besser zu greifen. Und hier dritte. Dann hier in diese große Öffnung 2. Und bis zur markierten Stelle sollte 4 Maschen sein. Und die 4. Die markierte Stelle häkele ich auch. Marker weg. Man kann auch markieren, damit man dann später wieder nachzählen kann, ob alles richtig ist. Hier 14, wie gesagt, hier auch 14. Und weiter häkelt er selbstständig. 4 da, 2, 3, 2 und 3. Und insgesamt wird 29 Maschen sein. Und alle letzte Masche, schauen Sie, bei mir ist so eine Knote hier und dann diese 2 Faden. Das ist alle letzte Masche. Eine Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum. Und jetzt häkelt man noch 2 Reihen mit Festmaschen. Das heißt, insgesamt wird dann 3 Reihen sein. Einfach Masche in Masche, 29 Festmaschen.
Ihr häkelt selbstständig einmal hin und einmal zurück. Und dann werden wir wieder auf die vordere Seite uns treffen. Nach 3 Reihen fängt andere Muster an. Eine Luftmasche zur Steigerung dreht man rum. Diese erste mit anderem Muster häkelt man. Schauen Sie, nicht unter der 2 Faden wie vorher, nur unter der 1 Faden. Häkelt man ganze Reihe mit Festmaschen nur unter der 1 Faden. Und so weiter bis zu Ende, aber nur unter 1 Faden. 29 Maschen sind fertig. Eine Luftmasche zur Steigerung. Dreht man rum. Und jetzt häkeln wir ein bisschen so zu sich. So, schauen Sie. Wir häkeln wieder unter der 1 Faden hier und nehmen diese 1 Faden von unten. So, schauen Sie genau. Von oben diese 1 Faden und von unten eine. Und häkelt man Muster einfach mit festen Maschen. Nur nennt man obere und unten. Dank dieser Technik wird dieses Muster ganz dicht sein und hält ganz gut seine Form. Also hier, da, eine Festmasche. Nochmal hier und unten. Genau dasselbe, 29 Maschen. Schauen Sie, allerletzte Masche nimmt man dieses Wand und hier diese kleine. Es wird immer so ein bisschen versteckt sein, diese Stelle. Also geht man oben in die Mitte und diese Stelle mitnehmen. Am Ende von jeder Reihe eine Luftmasche zur Steigerung. Umdrehen. Ab jetzt wird nichts anderes passieren, man häkelt nur dieses Muster. Immer hier eine nehmen und von unten schauen Sie, da, diese Stelle, das ist sie. Und Masche häkeln. Und man häkelt in die Höhe. In meinem Beispiel, es wird ungefähr 32 cm sein. Also messen ab diesem Muster, nicht ab hier, sondern wo Muster angefangen hat, 32 cm. Ihr könnt auch variieren, ein bisschen mehr vielleicht. Ihr müsst das vorstellen. Dann dieses gesamte Stück wird dann zusammen zur Hälfte geklappt und Deckel wird oben drauf liegen. Also 32, das ist 16. Das wird ungefähr bis hierhin bei mir sein. Also so gerade. Und diese Stelle wird oben zum Umknicken. Also insgesamt häkle ich jetzt 32 cm weiter. Ich habe 32 Reihen mit Muster gehäkelt und hier waren noch 3. Also insgesamt vom Deckel anfangen 35 Reihen hier. In Zentimeter ist das 31 cm bis zu dieser dritte Reihe. So, jetzt habe ich auch markiert 1, 2, 3 nach der dritten Reihe, wo Muster anfängt und genau auch hier. Jetzt lege ich das zusammen und zwar schauen Sie,
dieser Zopf ist vorne. So, ich lege das so zusammen und diese allererste Masche von hier und allerletzte Masche verbinde ich mit markierter Stelle. Aber zuerst hier letzte Masche rausziehen, Garn durchziehen und eine Knote machen. So. Und wir verbinden jetzt mit Kettmaschen. Ich mache das nochmal zusammen. Hier fixieren und dann irgendwo an die Seitenmasche fixieren, auch hier zusammen. Und genau auf die Seite. Und so sieht es im geschlossenen Zustand aus. So, ich fange hier an. Und schauen Sie, eine Reihe gehört eine Faden zu jeder Reihe gegenüber. Maschenmarkierer abmachen, die allererste hier und dann auch hier eine Masche durchziehen. Dann nehmen Sie nächste Faden, ein oder zwei, wie es Ihnen lieber, hier und dann auf Gegenüberseite durchziehen und durch diese Masche ziehen. Und weiter geht's. Wieder zwei Faden hier und gegenüber. Und da entsteht so ein Zopf und es wird verbunden. Und so verbindet ihr weiter bis zu Ende. Bei der allerletzten Masche Garn abschneiden und im Inneren verstecken. Auf diese Weise macht ihr auch die andere Seite. So, schauen Sie, hier ist so ein Zopf entstanden. So sieht das aus. Und das war's. Die Tasche ist fertig. So sieht das innen aus. Ich empfehle auch einen Magnetknopf zu nähen, damit die Tasche sich schließen kann. Zuerst hier Mitte finden, annähen, dann das schließen und hier Mitte finden, dann erst unteres Stück annähen. So. Aus Garnresten kann man auch eine Quaste anfertigen. Wie man das macht, findet ihr auch auf unserem Kanal ein Video dazu. Link steht unten in der Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonnieren Sie unseren Kanal. Über eure Likes und Kommentare werden wir uns besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!